Hallo ihr Lieben, heute arbeiten wir mit Acrylfarbe und teilweise mit der Gelatineplatte und mit alten Kristallsachen. So, das ist zum Beispiel so eine Sahneschale, so eine Muschelschale, keine Ahnung, hier so mit einem Fisch. Ne? Also wichtig ist, dass die Sachen immer eine gewisse Struktur haben. Und dann habe ich noch diese Kuchenplatte mit Blättern und noch eine Kuchenplatte. Diesmal hier mit einem gröberen Muster und dann habe ich hier noch so eine Flasche, wo hier auch so ein Motiv drauf ist, so ein hervorgehobenes. Und dann machen wir damit mit den Strukturen heute schöne Papiere und auch Stoffe. Inspiriert zu diesem Video hat mich der Instagram-Kanal Margaret Molinari. Ich verlinke sie auch unten in der Infobox. Die habe ich nämlich gesehen, wie sie aus so einer Kristallschüssel Stoff bedruckt hat. Also so eine Kristallschale, da hat sie irgendwie Farbe drauf gemacht und Stoff draufgelegt und das sah so toll aus. Und da habe ich gedacht, probieren wir das Ganze doch auch mal in verschiedenen Formen. Als erstes probieren wir es mal mit der Gelatineplatte. Diese Platte übrigens, nicht wundern, die wird nicht mehr sauber. Also ich habe letztes Mal die Farbreste draufgelassen und habe eben auch schon krampfhaft versucht, die mit Acrylfarbe wieder anzulösen. Habe mehrere Versuche gemacht. Geht irgendwie nicht mehr ab. Gut, also selbst wenn jetzt im laufenden Prozess noch was davon abgehen sollte, das Muster ist ja hübsch, hier sind ein paar Vögelchen. Lassen wir es jetzt einfach so drauf, in der Hoffnung, dass es jetzt auch wirklich drauf bleibt. So, dann nehme ich ein bisschen schwarze Acrylfarbe. Ein Roller. Also nicht wundern, ich habe keinen professionellen Brayer oder wie die so heißen. Ich habe hier so eine vom Tapezieren zum Tapete andrücken, so ein Ding. So, ein bisschen mehr. Und solange das funktioniert, benutze ich das auch noch. Und dann nehmen wir einfach mal diese Fischplatte. Also den Fisch wird man wahrscheinlich nicht erkennen, aber ich denke mal von dieser schönen Lochstruktur wird man was sehen. Das müssen wir jetzt ein bisschen trocknen lassen und dann nehmen wir die Farbe mal ab. Solange bis das trocknet, können wir ja hiermit noch eine andere Technik probieren. Und zwar schmieren wir da jetzt einfach so die Farbe rauf. Hier in der Mitte ist so eine kleine Delle, deswegen wird dieser Bereich nicht durchkommen. Eine Hilfsglasplatte. Dann nehmen wir einfach mal ein größeres Stück Packpapier. Okay. Okay, den Fisch, wenn man es weiß, erkennt man es, aber die Strukturen hier, die sind doch toll, ne, mit den Löchern. So, hier wische ich es mal ab und dann versuchen wir das mit Schwarz nochmal und zwar mit Stoff. Also ich habe mir hier noch so ein paar weiße Stoffe parat gelegt. Gut. Das ist eine alte Bettwäsche. Ich nehme jetzt noch mal einen Schwamm und drücke das so überall fest, damit das auch ein bisschen in die Ritzen kommt. Tut mir leid, dass das so klappert, aber der Fisch scheint schief zu sein.
Ganz nett. Hier müsste man noch was machen in der Ecke. Aber den Fisch kann man auf jeden Fall schon mal erkennen. Also wenn man die Materialien dann in der Küche noch weiter verwenden möchte, dann bietet es sich an, die auf jeden Fall sofort sauber zu machen, beziehungsweise die wenigstens in Wasser einzuweichen, denn Acrylfarbe ist ja Kunststoff letzten Endes und wenn sich das hier in die kleinen Ritzen setzt, ich denke nicht, dass man das im Guten wieder rausbekommt. Also ich habe sie gleich wieder abgespült. Dann nehmen wir hier diese schöne Kuchenplatte, die hat hier so ein tolles Blattmuster. Dann machen wir das gleiche nochmal. Dann nehmen wir auch wieder die schwarze Acrylfarbe. Okay. Versuchen wir es gleich nochmal mit dem Stoff. Schönes Muster, aber nicht ausdrucksstark genug, um das jetzt so als Motiv zu nehmen, oder? Finde ich jedenfalls. Nicht mehr so ein Hintergrundmuster. Was man mit Papier. So, da brauche ich ein größeres Stück. Das nehme ich jetzt im Verpackungsmaterial. Was hier übrigens immerhin tropft, ist mein Schweiß. Als Hintergrundpapier auf jeden Fall interessant oder für Collagen. So, zum Abnehmen nehme ich eine Kontrastfarbe. Also ich nehme jetzt am besten so richtig quietschiges Gelb. Das sollte man auf jeden Fall gut sehen. Nehmen wir mal ein Seidenpapier. Interessantes Papier, aber hat mit dem Fisch ja rein gar nichts zu tun. Nehmen wir wieder eine schwarze Basis. So, drücken hier die Muster einfach mal so rein. Das sieht schon mal vielversprechend aus. Lassen wir das mal schön trocknen und nehmen es gleich ab. Bevor wir das jetzt abnehmen, nochmal was ich am Rande so festgestellt habe. Moment, nehme ich mal so eine Rolle Butterbrotpapier, die ist was länger. So, wenn ich jetzt mit dieser Rolle hier rüber gehe und das dann ausstreiche, dann kommt eigentlich so ziemlich das schönste Muster. Das finde ich noch fast am schönsten von allen Ergebnissen bisher. Okay, nehmen wir von der Gelatineplatte jetzt mal das Bild ab.
wahrscheinlich zu viel. Ich nehme jetzt mal ein vernünftiges Papier, damit mir das nicht wieder zerreißt oder so. Das gefällt mir richtig gut. Richtig toll. Okay, dann nehmen wir diese Schale. Die ist insgesamt wesentlich gröber. Kann sein, dass das besser funktioniert. Übrigens sind hier jetzt die ganzen Bilder ab. Seht ihr das? Das ganze Rosa ist mit weg. So, machen wir es jetzt andersrum. Jetzt ist ja schon alles grün. Nehmen wir unten grün und nehmen es dann mit schwarz ab. Okay, das lassen wir wieder trocknen. In der Zwischenzeit machen wir das wieder mit der anderen Technik. Also hier grün drauf. Dann nehmen wir wieder ein Stück von dem Stoff. Ja, das gefällt mir richtig gut. Also man braucht etwas gröbere Motive. So diese ganz feinen Rillen, die wir eben hatten, das funktioniert nicht so gut. Okay, und dann probieren wir noch mal. Moment. Erstmal noch mal, ups. Nochmal grün aufnehmen. Dann gehen wir noch mal übers Muster. Und dann gehen wir noch mal über die Butterbrotrolle. Yeah. Ich finde nach wie vor, dass das die tollsten Ergebnisse sind. Gut, dann nehmen wir hier von der Gelatineplatte mal die Farbe ab. Da bin ich eigentlich ein bisschen enttäuscht. Da habe ich mir mehr von erwartet. Gut, dann kommen wir zu dieser Flasche, die hier so ein schönes Muster hat. Sonne, Baum, Haus, Bäume, Bäume. Versuche ich hier einfach mal so abzurollen. Nehmen wir diesmal wieder schwarz unten. So. Weil das so eine komische Form ist mit einer Delle, werde ich die Platte einfach so ein bisschen hochheben. Ich denke mal, da lege ich die Platte um die Flasche. Wobei, lieber hier.
Nee. Also das sind zwar interessante Strukturen, aber Sonne, Baum, Haus, naja, so ein bisschen. Wir ziehen es jetzt durch. Gut, lassen wir das mal trocknen. In der Zwischenzeit probieren wir das nochmal mit dem Abrollen auf dem Butterbrotpapier. So, das heißt, ich muss mir das Muster in die Rolle reindrücken. Ich muss das stabiler haben. Ich muss mir das hier irgendwie rauflegen. So. Interessante Struktur. Erkennen tut man allerdings nichts. So, ich habe die Flasche noch mal einigermaßen sauber gemacht und jetzt möchte ich es auf jeden Fall noch mal mit dem Stoff probieren. Das heißt, wir nehmen wieder die schwarze Rolle, färben das Muster ein. Besser wäre es vielleicht, ich würde den überschüssigen Kram hier noch wegwischen. Und dann lege ich das hier einfach rum. So. Und jetzt drücke ich einfach. Okay. Das ist auch nichts. Okay, nehmen wir davon jetzt einfach der Vollständigkeit halber noch die Farbe ab. Ich erkenne ja so schon, dass man die Bilder nicht erkennen wird, aber es wird bestimmt ein schöner, interessanter Abdruck sein. Ja, wie erwartet. Sieht eigentlich echt total schön aus. Da ist die Sonne, da ist das Haus, aber erkennen kann man halt nichts. So, diese doch eher mittelmäßigen Ergebnisse haben mich jetzt etwas frustriert. Jetzt habe ich bei der Margaret Molinari bei Instagram nochmal nachgeguckt. Und zwar hat die unter anderem auch genau diese Schale genommen. Also die gibt es in verschiedenen Größen. Ich habe die nur in dieser. Und als Stoff hat sie da Jeansstoff genommen. Das ist also hier ein Teil von einem Hosenbein. Und das ist ein dickerer Stoff und vielleicht macht das auch einen Unterschied. Und dann habe ich noch diese Schale gefunden, die hat auch ein richtig schön grobes Motiv. Ich denke mal, das wird auch richtig gut werden. So, probieren wir das nochmal. Ich habe hier so eine Rolle auch noch in kleiner. Das ist also quasi die gleiche wie diese große. Ne? Und ich denke mal, dass es bei den kleinen Motiven hier reichen wird. So. Daumen drücken. Und dann hat sie so ein komisch irgendwie sowas, auch sowas Fluffiges, mit dem sie hier immer so drüber wischt. Habe ich jetzt nicht. Ich nehme jetzt wieder den Schwamm. Okay. Schön, aber nicht so schön wie bei ihr, muss ich ehrlich sagen. Dann probieren wir es jetzt noch ein letztes Mal mit dem hier. Da fällt mir gerade auf, wahrscheinlich hat sie auch Stoffmalfarbe genommen und keine Acrylfarbe. Das wird sich ja wahrscheinlich auch ganz anders verhalten.
Das ist jetzt wiederum gar nichts, liegt aber auch daran, erstens habe ich hier ein bisschen verrutscht und zweitens, wenn ich das hier, ich blicke einfach nochmal drauf, wenn ich das hier so rauflege, habe ich hier ja zu viel Stoff. Das heißt, ich muss mich dann entscheiden, gehe ich jetzt hier am Rand so rum und habe hier hinten keinen Abdruck oder gehe ich hier so ran und habe hier keinen Abdruck. Also das ist nicht die optimale Form. Okay. Aber was wir damit nochmal gut machen können, ist, dass wir hier nochmal schön den Abdruck nehmen und über das Butterbrotpapier gehen. Ja, das können wir nochmal mit der großen Rolle machen. Ja. Das ist doch wieder hübsch. Gucken wir uns noch mal kurz die Ergebnisse an. Das hier sind die Papierdrucke mit dem Fisch. Also man kann ihn im Groben erkennen. Hier ist so diese Aushöhlung gewesen von der Schale. Ja, weiß nicht. Also das hier finde ich sind ganz, ganz tolle Strukturen. Ich halte es noch mal ein bisschen höher. Also die Strukturen hier von den Fischschuppen und so finde ich unheimlich interessant, aber mehr als für Collage oder als Hintergrundpapier finde ich, ist das nicht geeignet. Das hier das gleiche, da war das Papier jetzt vielleicht auch ein bisschen zu fest, um das richtig schön abzunehmen. Ist interessant, aber muss man jetzt in meinen Augen nicht zwingend nochmal neu machen. Das hier sind die Jelly Plate Abdrucke. Die finde ich persönlich ziemlich schön. Also das hier ist eine sehr interessante Struktur mit dieser von der Kuchenplatte mit den Blättern. Dieses hier ist von der groben Kuchenplatte. Das ist nicht so toll geworden. Es kann aber auch daran liegen, weil ich da die Farben umgedreht hatte. Ne? Also hier habe ich erst schwarz genommen und dann grün zum Abnehmen. Hier habe ich es andersrum gemacht und es kann auch sein, dass ich dadurch ein bisschen was versaut habe. Also es geht wahrscheinlich noch besser. Ja, das hier finde ich zwar sehr, sehr schön von den Strukturen, also sehr interessant so für den Hintergrund oder auch für Collagen. Aber das Muster, was ich ja eigentlich zeigen wollte, vielmehr so rum ist das. Hier ist das Haus, da ist die Sonne, hier ist ein Baum, hier ist der große Baum. Also wenn man es nicht weiß, erkennt man auf jeden Fall nichts. Dann haben wir die Stoffe. Der Fisch hier, der ist eigentlich, wenn ich jetzt nochmal so drauf gucke, ist der so eigentlich sogar recht gut geworden. Ne? Wenn man das vielleicht noch mit Kaffee mal färbt oder so, ist das eigentlich auf jeden Fall hier mit den Strukturen unheimlich schön. Also das ist eine richtig tolle Platte. Ja, dieses hier ist auch recht gut geworden. Kann man auch schön nehmen. Das hier finde ich am besten. Und das liegt halt daran, weil von dieser Platte die Strukturen sehr grob waren. Ne, da wird das Ergebnis also in meinen Augen wesentlich besser als jetzt hier mit den feinen Strukturen. Und habe ich noch eins? Noch mehrere. Das hier ist das von der Flasche. Da kann man zwar auch nichts drauf erkennen, wenn man nicht weiß, was es sein soll, aber ich finde die Strukturen trotzdem sehr schön. Also so für den Hintergrund, ne? Also ich würde es jetzt nicht nochmal machen, nicht mit der Flasche, aber finde ich brauchbar. Ja, dann kommt hier die Muschel. Die ist eigentlich recht gut. Ich denke mal, wenn man Stoffmalfarbe nimmt, wird das Ergebnis noch besser. Und dieses hier ist dies etwas verkrumpelte, weil die Schale ja auch nicht gerade ist, sodass man hier die Strukturen am Rand nicht richtig abnehmen kann. Aber ansonsten finde ich, ist das auch sehr gut geworden. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier nur so dieses Stück so rausschneide, das ist doch wirklich hübsch. Ja, also nochmal zusammenfassend hier zum Stoff. Also es bietet sich an, einen festeren Stoff zu nehmen, als einen zu dünnen. Ne? Also diese dünnen, lappigen hier, die Ergebnisse von der Jeans, die überzeugen mich also wesentlich mehr. Ja, und dann in meinen Augen das Highlight und eigentlich ja unbeabsichtigt festgestellt, das sind die Abrollpapiere. Ne? Also wenn ich jetzt über die Strukturen gehe, egal ob Platte, Flasche oder sonst was, und ich rolle das dann ab. Also ich habe jetzt hier so Butterbrotpapier genommen. Man kann das natürlich auch auf jedem anderen Papier machen. Es wird genauso gut. So, also hier sind die stärksten am Anfang. Ich habe die jetzt hier ein bisschen eingerissen, die Papiere.
Und dann wird es halt immer heller. Und ich finde die alle schön. Am tollsten in meinen Augen ist das hier. Das ist auch wieder die ganz grobe Platte. In der Mitte diese Blume. Also das finde ich ist das Highlight hier des Tages, ne? Dieses Papier. Ja, hier auch wieder die Abstriche, also das Ausrollen, wo es ein bisschen schwächer wird und hier, wo es ganz schwach ist, aber trotzdem noch absolut verwendbar. Ja, dieses hier ist auf dem Kopf. Das sind die Abdrücke von der Flasche. Wo sind die überhaupt auf dem Kopf? Ne, so rum. Hier ist das Haus, da ist der Baum und hier sind einzelne Bäume. Ja. Also man weiß nicht, was es ist, aber ich finde die Abdrücke trotzdem sehr, sehr schön und sehr interessant. Hier auch. Ja, und dann nochmal von der kleineren Schale. Finde ich auch sehr interessant. Ja, also wenn ihr noch Kristallschalen oder irgendwas habt oder irgendwelche Glasgegenstände, Vasen sind auch schön, wobei die natürlich wieder so ähnliche Form haben wie diese Flasche und das lässt sich also recht schlecht abnehmen. Es sei denn, die sind wirklich ganz rund und ihr könnt sie vielleicht rollen. Das könnte auch noch toll sein. Aber also ich habe keine Kristallvasen mehr. Ja, dann guckt mal bei Oma notfalls, wenn ihr sowas nicht habt, bei Oma oder ne, bei der Mutter oder so im Schrank. Die werden ganz bestimmt was haben. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.